Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute handelt sich das Video natürlich um den neuen Elevator, der erschienen ist. Bei mir auf S31 ist er ja schon den zweiten Tag angebrochen und deswegen sind wir dementsprechend auch schon ein bisschen weiter, was hier den Waffenschaden angeht. Da sind wir jetzt schon bei 4%. Heute in dem Video soll es erstmal darum gehen, was alles neu ist in dem Elevator und ja, was ihr über den wissen müsstet, ja, und wie ihr das Ganze am besten umsetzen könnt. Und ja, zuallererst, bevor es losgeht über mir, seht ihr natürlich meinen Creator-Code für diesen Elevator. Und den könnt ihr natürlich einlösen, falls ihr es noch nicht getan habt. Es kam gestern zu ein paar Problemen mit dem Code, dass dort die Schlüsselkarten nicht ganz funktioniert haben sollen. Und das Ganze wird wohl aber noch am Wochenende gefixt werden. So wie ich das gelesen hatte, ist das Team von Playa wohl gerade daran, auch am Wochenende zu arbeiten und hatte auch gestern bzw. heute bis spät in die Nacht reingearbeitet, um halt eben die Probleme von gestern auch zu beheben. Ja, ansonsten, wie gesagt, Elevator, was müsst ihr wissen, halt so, ne? Das Ganze, ja, die größten Neuerungen sind eigentlich eben anstatt dieser Einzelspielerbelohnung, die wir beim letzten Mal hatten, die 8 Stück, sind jetzt die Gildenbelohnung und die müsst ihr halt als Gilde zusammen erreichen. Das Ganze könnt ihr jeden Tag abholen. Falls ihr das an dem Tag nicht abgeholt habt und ein neuer Tag beginnt, seht ihr das so wie hier. Dann könnt ihr noch die Kisten von gestern abholen. Falls ihr aber noch einen Tag länger wartet, dann sind die Kisten von dem Vortag tatsächlich dann nicht mehr zu bekommen. Das heißt, ihr habt einen Tag später noch mindestens Zeit, 24 Stunden, um halt die Belohnung vom Vortag noch zu sichern. Ansonsten werden die euch nicht mehr gut geschrieben. Und das hier sind jetzt meine 2, die ich jetzt noch gestern hatte. Ansonsten steigert sich pro Tag der Waffenschaden um 2% im Belzebub-Shop, was natürlich ganz nice ist, wodurch ihr natürlich wahrscheinlich höher in den Ebenen kommt, als es vielleicht vorher der Fall gewesen ist, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal rein. So, wir holen uns die Belohnung ab. Ja, das gibt wieder ganz gut Ressourcen. Und ja, die Gilde hat schon wieder von dem heutigen Tag schon wieder ganz gute Ressourcen gesammelt, ne? Was man erstmal so wissen muss, es gibt insgesamt 3 Hauptbelohnungen, einmal Gold, dann Ressourcen, Holz und Stein und einmal Metalle und Kristalle. Das Gold richtet sich dabei nach eurem Level, genauso wie es die Schmiedekiste tut, und die Festungskiste richtet sich halt nach eurer Festungsstufe, wie hoch ihr diese habt, ne? Je nachdem kriegt ihr halt dann eben mehr Gold, mehr Ressourcen, mehr Materialien, ne? Und die Höllenmarkensammelaktion beinhaltet 50 Kisten, die ihr als Gilde pro Tag freischalten könnt, ne? Und das ist halt hier eben diese Gesamtleistung der Gilde. Wenn die voll ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein paar Kämpfe mache im Elevator, dann werde ich im Rang natürlich auch hochsteigen und man sieht, dass der Balken dann hier auch gefüllt wird, ne? Oder dass der halt eben ein bisschen weiter voranschreitet. Ja, also das ist auf jeden Fall das. Ansonsten, der Shop ist rollbar. Mit einem Pilz könnt ihr 3 Items direkt hier neu bekommen und wir gönnen uns einfach mal das Ding hier und schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen weiterkommen können. Ja, das Ganze, ja, wie gesagt, könnt ihr bis zu 50 Kisten am Tag als Gesamtleistung der Gilde abrufen. Wir haben am ersten Tag die 50 geschafft, am zweiten Tag haben wir jetzt die 49 geschafft. Es wird über die 10 Tage so gut wie nicht möglich sein, dass irgendeine Gilde jeden Tag wirklich alle 50 Kisten farmen kann. Dazu gehört eine ganz, ganz große Absprache und halt auch ein Verzicht auf die Einzelspielerbelohnung. Denn die Stockwerke an sich, die geben euch ja eben auch Belohnung, wie ihr das hier seht. 3 Millionen Gold ist hierbei das Cap, das wurde runtergesetzt, ja, ist aber im Verhältnis gar nicht mal so schlimm, denn viele Sachen wurden tatsächlich hochgesetzt, beziehungsweise bekommt man mehr als damals. Damals hatten wir die 8 Einzelspielerbelohnung, dafür brauchte man 9500 Höllenmarken pro Tag, um diese 8 Belohnungen freizuschalten. Jetzt ist das Ganze ähnlich, aber anders. Wenn ihr als Gilde pro
Tag auf eure 50 Kisten kommen wollt, ne? Also das Maximale an einem Tag rausholen wollt, dann braucht ihr als Gilde eine Gesamtleistung von 475.000 Höllenmarken. Das entspricht dann 50 Kisten und das durch 50 gerechnet macht dann quasi 9.500 Höllenmarken, die jeder einzelne Spieler in der Gilde dazu beipflichten müsste als Mindestleistung, um dann halt in der Summe auf diese 475.000 zu kommen, die ihr pro Tag dann halt eben abrufen müsst, um halt 50 Kisten als Gilde freischalten zu können, ne? Und das zu erlangen ist schon fast unmöglich, muss ich mal so sagen. Entweder durch fehlende Gildenaktivität, beziehungsweise manche Gildenmitglieder pilzen vielleicht nicht so hart rein wie andere. Manche sind halt eben vom Level noch nicht so weit, beziehungsweise haben so wie ich jetzt schon ein bisschen vorgespielt, ne? Was jetzt nicht verkehrt ist, denn man kann natürlich, wenn man ein bisschen höher ist im Level, Leute von den Punkten her ausgleichen, die jetzt ein bisschen weniger gespielt haben. Das ist kein Problem, das kann man machen. Man sollte aber dabei bedenken, dass man halt eben, umso höher man kommt, desto schwerer hat und umso weniger Höllenmarken kann man dann auch farmen. Man bekommt zwar mehr Höllenmarken pro Etage, ja, aber die werden viel, viel schwieriger zu summieren sein, als wenn ihr früher aufhört, im Stockwerk schon euch voranzupreschen. Da müsst ihr dann selbst abschätzen, wie weit ihr vorankommen werdet, in Bezug auf die letzten Elevator zum Beispiel. Und ihr müsst halt auch daran denken, dass eventuell auch das Ganze auch noch ein bisschen leichter wird, wenn zum Ende des Events, wenn eben der Waffenschaden jeden Tag um 2% erhöht wird. Wie gesagt, bei mir ist er jetzt schon auf 4%. So, wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Und genau, ansonsten, wenn man sich jetzt mal die Gesamtbelohnung anschaut, wurde das Ganze absolut hochgesetzt. Wie gesagt, auch hier, die Belohnungen richten sich hier nach eurer Stufe, ne, nach eurem Level. Das heißt, wenn ihr ein bisschen niedriger im Level seid, dann habt ihr dementsprechend natürlich auch weniger Ressourcen bzw. Gold, was ihr hier bekommt, ne? Das ist eben von eurer Charakterstufe abhängig, aber ansonsten wurden die Belohnungen halt insgesamt sehr, sehr doll hochgesetzt und das in Kombination mit diesen Belohnungen, die wir hier sehen, hat man, würde ich fast sagen, mehr davon als diese Belohnung, die man hier durch die Stockwerke erhält, da ja hier das Goldcap jetzt eben auf 3 Millionen runtergesetzt worden ist. Im Vergleich zu dem letzten Elevator, der glaube ich bei 4 Millionen war. Ne? Da war glaube ich das Cap bei 4 Millionen. Ja, wir werden mal schauen, dass wir hier noch die Kiste voll kriegen. Dann haben wir nämlich die Goldkiste, das ist sehr gut. Was ich euch wie gesagt... Oh, haben wir noch nicht ganz. Was ich euch, wie gesagt, empfehlen würde, ist halt eben zu schauen, wie weit kommt ihr, rechtzeitig aufhören. Ich werde jetzt, glaube ich, auch erstmal aufhören. Das Ding ist bei mir, ich möchte bei mir Erster in der Gilde sein hier, auf Platz 1 möchte ich stehen. Deswegen, werde ich dann immer ein bisschen mehr reinpilzen, auch wenn es nicht unbedingt das Förderlichste für die komplette Gilde ist, ne? Aber ab dem Zeitpunkt, wo man viele Pilze investieren muss, um eine Stufe weiterzukommen, ist es nicht mehr förderlich, da großartig noch weiter reinzupilzen, sondern eben zu warten und um zu gucken, wie schneidet die Gilde jetzt am heutigen Tag ab. Schafft man es eventuell noch bis zur nächsten Kiste, das kann man halt dann abwägen, lohnt sich die nächste Kiste. Für eine Goldkiste hätte man es vielleicht gemacht, für eine Ressourcenkiste eher weniger. Und also aus meiner Sicht jetzt gesehen, natürlich gibt es in der Gilde auch niedrige Level, die vielleicht noch auf die Ressourcen angewiesen sind. Ja, und ansonsten ist es das erstmal soweit zum Elevator diesmal. Ne? Also ressourcentechnisch kann man sich hier echt nicht beschweren. Und ich muss sagen, ich finde diesen Elevator persönlich bisher am besten. Klar hat er auch seine Schattenseiten, weil wenn man eine inaktive Gilde hat, dann ist man natürlich irgendwo gelackmeiert, sag ich mal, auf einem inaktiven Server mit inaktiven Gilden.
Da kann man natürlich nicht so viel Profit rausholen, ne? Das ist natürlich ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben ein Gilden-Event so an sich, ne? Und so sollte es dann auch gewertet werden, weil beim letzten Elevator war es ja eben halt so gewesen, dass jeder für sich selbst und jeder für seine 8 Belohnungen am Tag gespielt hat und nicht für die Gesamtleistung der Gilde, sondern nur für sich selbst. Jetzt spielt man ja eben als Team sozusagen, als Gilde miteinander, um halt eine Gesamtleistung für die Gilde rauszuholen, und das finde ich vom Konzept her schon mal deutlich besser als beim letzten Mal, und das wurde auch beim letzten Mal kritisiert. Das wurde gut gelöst, wie ich finde, und auch mit dem Laden hier, der ist jetzt ein bisschen günstiger geworden, dadurch, dass man die Items nicht mehr rauskaufen muss, sondern einfach nur noch einmal hier rollen muss, ist das Ganze natürlich auch nicht verkehrt. Plus halt eben auch noch die 2% Schaden jeden Tag, was am letzten Tag natürlich auch nochmal ordentlich reinhauen wird. Und ja, ansonsten würde ich sagen, am besten sprecht ihr euch mit eurer Gilde ab, guckt, wir machen so und so viel, wenn jeder hier 9.500 am Tag beiträgt irgendwie, ne, was fast unrealistisch ist, dann kann man hier jeden Tag die 50 Belohnungen holen, aber man muss halt eben auch abwägen, man muss ja auch ein bisschen an sich selbst denken und gucken, dass man hier auch diese Belohnungen mitnimmt aus den eigenen Stockwerken. Ne? Ansonsten hätte ich jetzt ab 9.500 vielleicht jetzt schon Schluss machen können oder so, und dann hätte mir das jetzt auch nicht viel gebracht, weil ich halt sonst eben den Tag auf deutlich mehr Gold, Ressourcen und sowas verzichtet hätte durch halt eben die Stockwerke. Ne? Ja, genau, das auf jeden Fall dazu. Jetzt habt ihr auf jeden Fall alles soweit, was ihr wissen müsst zu dem aktuellen Elevator. Und ich finde es halt auch gut, dass auch Gilden belohnt werden, die nicht ganz so weit oben spielen, denn die bekommen immer noch krasse Rewards. Das finde ich sehr, sehr gut. Und das ist auf jeden Fall erstmal soweit meine Meinung zum Elevator. Und das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.